und herzlich willkommen. In diesem Video geht es darum, wie ihr mit dem Klang beim Blockflöte-Spielen experimentieren könnt. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps, wie ihr schöner und besser Blockflöte spielen könnt. Mit dem Klang der Blockflöte experimentieren. Wie soll das gehen? Ich blase einfach rein in die Blockflöte und der Klang wird ja erzeugt beim Blockflötenspiel, indem der Luftstrom hier auf diese ganz scharfe Kante trifft, hier im Labium, und gespalten wird. Ein Teil geht raus und ein Teil geht durch die Blockflöte und der Ton entsteht. Ich habe also keinen Lippenansatz oder ähnliches wie zum Beispiel beim Querflöte-Spielen. Und dennoch kann ich den Klang des Tones, also die Klangfarbe, sehr beeinflussen. Ihr kennt das ja schon aus anderen Videos von mir zum Blockflötenspiel, dass man durch die Mundstellung, die innere Mundstellung, ganz viel beeinflussen kann beim Klang. Also wenn ich die Mundstellung weit habe, dann kann ich eher einen vollen, bauchigen Ton spielen und mit viel Luft, aber langsam blasen. Und wenn ich eine enge Mundstellung mache, dann kann ich entsprechend den Ton fokussierter blasen, schneller durchblasen und habe aber trotzdem nicht viel Luft dazu, die ich benötige. Und das ist auch der Schlüssel dazu, wie wir die Klangfarbe verändern können. Denn wenn ich einen Ton ein bisschen entspannter, mit viel Luft, aber ganz bauchig und mit entspannter, weiter innerer Mundstellung blase, dann wird der Klang bei vielen Tönen auch ein bisschen diffuser. Er kriegt so ein bisschen Rauschen noch mit rein, so ein bisschen Nebengeräusch, was aber nicht schlimm ist. Das gehört einfach zum Blockflötenton. Und im Gegensatz dazu, wenn ich dieses Enge mache, die enge Mundstellung und schneller, fokussierter blase, wird der Ton, ja, er wird schmaler, er wird spitzer, er wird ein bisschen schärfer. Und heute will ich euch einfach mal ein paar Beispiele hören lassen. Ich habe das mal probiert, mit einzelnen Tönen den Klang zu verändern, indem ich die Mundstellung verändert habe. Ich lasse euch jetzt mal ein paar hören, wo ich von diffus im Klang oder wie soll man es nennen, das klingt so negativ, diffus, also ein bisschen mehr mit mehrdimensionalem Klang oder einem Klang, der noch so ein bisschen interessantes Nebengeräusch hat oder der ein bisschen mild klingt, zu spitzerem, obertonreicherem, schärferem und brillanterem Klang. Ich finde es so rum am einfachsten, indem man locker mit weiter Mundstellung anfängt, den Ton erstmal diffus bläst und dann schärfer wird. Aber man kann es natürlich auch umgekehrt probieren. Ja, und dann ist es so, dass es bestimmte Töne gibt auf der Blockflöte, die schon von Natur aus eher diesem diffusen entsprechen und Töne, die eher diesen fokussierten entsprechen. Und da kann es interessant sein, wenn ihr im Stück das quasi nicht gebrauchen könnt, dass jetzt so ein Ton sehr mild oder diffus klingt, ihr wollt den scharf oder ihr wollt den irgendwie charakterlich anders gespielt haben, dass ihr mal ausprobiert, gerade solche Töne einzeln zu üben. Und das wäre zum Beispiel das hohe B auf der Altblockflöte, hinten geknickt, und dieser Griff, der ist von Natur aus, würde ich jetzt mal behaupten, eher milder, weicher, ein bisschen nicht so geradlinig. Und im Gegensatz dazu ist das hohe H, also einen halben Ton tiefer, oder hohes Fis auf Tenor oder Sopran, eher so ein bisschen, der klingt nicht so wirklich freundlich, der ist eher so, der ist so ein bisschen dünn und trotzdem scharf, finde ich. Ja? So könnte ich stundenlang über jeden Ton irgendwas erzählen. Das führt jetzt auch zu weit. Auf jeden Fall könnt ihr probieren, genau bei solchen Tönen genau das Umgekehrte zu erzeugen. Also bei diesem hohen H dann eine
mehr Breite reinzubekommen und mehr Freundlichkeit, sage ich mal. Und bei dem hohen B so ein bisschen mehr, trau dich mal oder so. Ja, ich hoffe, ihr könnt überhaupt einen Unterschied hören bei den Beispielen, die ich euch gespielt habe. Und dann ist natürlich interessant, dass ihr das mal ausprobiert. Am besten in einem Raum, wo das auch so ein bisschen gut klingt. Ja, dass es nicht zu trocken klingt in dem Raum. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Ob ihr hoffentlich irgendeinen Unterschied bemerkt oder dass ihr sagt, ich merke gar nichts, klingt alles gleich. Dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, dann sage ich wieder mal Tschüss, bis nächsten Freitag. Bis dahin. Ciao.